So, herzlich willkommen zu unserem Karrieretalk PhD What's Next. Heute mit Margarita Milidakis und es geht um das Thema Wissenschaftskommunikation. Vielleicht kurz für alle, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Dr. Iris Köhler. Ich habe mal Agrarwissenschaften studiert, eine Zeit lang in der Wissenschaft gearbeitet und im Wissenschaftsmanagement und bin jetzt selbstständig als Karrierecoach und Trainerin und habe hier diese Talk-Reihe ja, ins Leben gerufen, weil ich einfach gesehen habe, dass es so viele Fragen immer gibt zum Thema, was kann ich denn machen nach der Promotion oder was stehen denn generell auch für Wege offen. Und ja, ich freue mich, dass wir jetzt heute schon den vierten Talk jetzt schon haben. Herzlich willkommen, Margarita. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Es ist Ja, mir ich wirklich freue eine mich. sehr große Freude. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Genau, Margarita, du hast ja 'nen Bachelor in Biologie von der Uni Bayreuth und hast dann danach noch 2 Master gemacht. Das muss ich gerade mal kurz spicken. Das war genau in Anthropologie und Neurobiologie an der Uni in Wien und hast dich dann aber ganz bewusst gegen eine Karriere in der Wissenschaft entschieden und bist dann in die Wissenschaftskommunikation gewechselt. Vielleicht magst du einfach mal zum Einstieg uns erzählen, so, ja, was hat dich damals dazu bewegt, diesen Schritt zu gehen? Wie kam es dazu? Ja, also, wie man an den 2 Mastern schon merkt, ich bin 'n Streber. Ich habe eigentlich in dem Moment, wo ich in meiner ersten Bio-Vorlesung saß, schon gewusst, dass ich unbedingt Akademiker sein möchte. Ich möchte 'n Doktor machen, ich möchte Postdocs machen, ich möchte danach 'ne Habilitation machen und alles, den ganzen Weg, ne? Und das war so 'ne 'n sehr fester Plan, der dann aber während des Masters ein bisschen, oder nicht der Plan, sondern ich wurde ein bisschen desillusioniert, weil ich, gemerkt habe, wie das akademische System funktioniert und wie die Studenten, und nicht nur die Studenten, aber jede Etappe, jedes, Level an Mitarbeitenden, ausgenutzt wird von diesem System. Und, dadurch, dass ich, während meines Masters oder während meiner Masterarbeit der einen sehr darunter gelitten habe, habe ich mich danach, oder während der Suche nach 'ner PhD-Stelle plötzlich entscheiden müssen: „Okay, möchte ich das jetzt eigentlich wirklich?“ Weil ich saß in diesen Mhm. Gesprächen mit drin und habe gemerkt, ich kann's verkaufen, aber will ich wirklich jetzt die nächsten 3 bis 6 Jahre, who knows, wie Mhm. lang das dann dauern wird, wirklich mich mit einem Thema so stark beschäftigen in einem System, das nicht unbedingt darauf ausgelegt ist, dass ich es in der Zeit auch schaffe, Mhm. dass ich, mental gesund bleibe, dass ich finanzielle Unterstützung habe. Und dann, ja, habe ich mit einer Sch Erschöpfungsdepression mich aus dem Ganzen verabschieden müssen und sagen müssen: „Okay, ich muss wahrscheinlich was anderes machen.“ so 'ne Erschöpfungsdepression ist ja jetzt auch nicht etwas, was von morgen auf heute Mhm. Heute von auf heute auf morgen? morgen kommt, ähm, sondern das ist so 'ne schleichende Sache gewesen, die sich immer und immer deutlicher gemacht hat in meinem Alltag. Und, um mich selber über Wasser zu halten, um mich immer noch interessiert zu halten an Mhm. der Wissenschaft, habe ich dann irgendwann, so während Corona natürlich auch im vollen Gange war und jeder andere auch genug Bananenbrot gebacken hatte, angefangen, wie jeder andere auch, YouTube-Videos hochzuladen. Und mein Ah. Ding war natürlich, dass ich dann einfach irgendwelche Paper, die ich gelesen habe, irgendwelche Wissenschaft in den Studiengängen, die ich so, erfahren habe, gelernt habe, so 'n bisschen nachrecherchiere und danach eben Video dazu gemacht habe. Und das ist das, was mich wirklich begeistert gehalten hat und Mhm. mich irgendwie sehr lange wach gehalten hat und interessiert gehalten hat. Und, ja, irgendwann in diesem Prozess, ich weiß nicht, Monate später habe ich gemerkt, so: „Warte mal kurz, das ist ja 'n echter Job.“ Also, das kann man ja in Ja. Mhm. Wirklichkeit auch machen, nicht nur so zum Spaß zu Hause. Und also, jetzt nicht YouTube bezogen, sondern Wissenschaftskommunikation insgesamt. Und, als ich dann mit den Mastern fertig war und entschieden hatte, dass ich da, in die Richtung gehen möchte, was auch nicht so geradlinig war, wie ich's jetzt gerne gehabt hätte damals. Es war ziemlich schwierig, weil man natürlich immer
mit diesem Gefühl gestruggelt hat, so: „Das war aber Plan A und warum mache ich das jetzt Mhm. nicht? Mache ich das nicht, weil ich zu dumm bin oder weil ich nicht gut genug bin, um in der Uni zu bleiben oder weil ich nicht genug Durchhaltevermögen habe oder was auch immer? Und sind das die richtigen Gründe oder ist das jetzt die einfache Lösung sozusagen?“ ja, aber dann habe ich irgendwie schon entschieden, dass es 'ne coole Alternative für mich ist und dass ich mal versuche, in die Richtung zu gehen und gucke, was passiert. Und dann habe ich angefangen, eben mich, online zu erkundigen, was es denn da, alles im Bereich so gibt. Ja, Und ja, ja. so bin ich dann in der Wissenschaftskommunikation Mhm. gelandet. Ja, und das ist also ich finde das also, ich beobachte das oft, dass, Personen, die aus der Wissenschaft rauswechseln, dass da oft so das Gefühl ist: „Ah, jetzt, habe ich es irgendwie nicht geschafft oder ich war jetzt nicht gut genug, für die Wissenschaft.“ Und ich finde das so schade, ja, weil, es gibt ja so also, ich finde das so schade, wenn diese anderen Optionen dann als so 'n, na ja, Plan B oder irgendwie weniger wert, von manchen vielleicht auch gesehen werden, was ja wirklich nicht der Fall ist. Und ich finde das total wichtig, so wie du's ja auch gemacht hast, zu gucken, so was, ja, was passt zu mir, was Ja, liegt genau. mir und was möchte ich machen? Und ich glaube, was du auch beschrieben hast, dass du gesagt hast: „Oh, dann ist mir aufgefallen, ich mache da ja was so als Hobby.“ Andere machen das als Beruf. Ja, Da habe ich auch schon einige erlebt, auch in meinen Kursen und Coachings, denen das auch so gegangen ist, die dann festgestellt haben: „Ach, ich habe ja da eigentlich schon ganz viel gemacht, vielleicht im Ehrenamt oder nebenbei.“ genau, Ja. genau. Und es ist wirklich sehr schade. Also, diese Gefühle, die trägt man auch noch sehr lange mit sich. Mhm. Ich bin das jetzt nicht ganz los, weil ich bin ja jetzt in der Wissenschaftskommunikation schon lange unterwegs und, momentan mache ich eben Videos und dann, interviewe ich ganz viele Leute oder besuche sehr viele Start-ups und irgendwelche Forschungsinstitute und Designer und was weiß ich. Und dann denke ich mir so: „Was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Warum bin ich nicht da?“ Aber das vergeht dann wieder sehr schnell in dem Moment, wenn ich anfange, jetzt darüber nachzudenken, weswegen ich da raus bin Aha. und was mir der jetzige Job ja bringt, also diese Vielfalt und dass ich eben all diese Ja, Bereiche kennenlernen kann. ja, genau. Ja, und, wie hast du's denn dann geschafft, da reinzukommen in diesen Bereich? Weil das ist ja, oft so die große Frage: „Ja, wo fange ich denn dann an? Jetzt habe ich vielleicht schon 'nen Blog geschrieben oder ich habe, wie du Videos, auf YouTube gemacht, aber ja, wo steige ich denn eigentlich ein oder wo fange ich an?“ Ja, also das war auch gar nicht so einfach. Ich habe angefangen, mich eben auf Stellen zu bewerben, die halbwegs in die Richtung gingen, aber das Feedback, das man am öftesten bekommen hat, war natürlich so: „Ja, aber Sie sehen ja aus wie eine sehr motivierte Person und Sie machen ja schon so viel und, sind Sie sicher, dass Sie sich dann da auf unsere eine Sache fokussieren können Mhm. und sind Sie sicher, dass das dann genug für Sie wäre?“ Und Ihnen ist aber auch bewusst, dass Sie danach nicht einfach wieder z 'ne Doktorstelle, Mhm. irgendwie finden können und dass das nicht so also, die waren alle 'n bisschen verunsichert davon, dass ich so weil ich eben streberhaft, wie ich war, auch sehr gute Noten hatte und eben Mhm. überall da so reingepusht bin, so: „Ah, ich bin hier und ich mache das und ich habe schon das und das und das und das gemacht“ und das war alles zu viel. Und irgendwann habe ich Mhm. mich mit meinen YouTube-Videos, ähm, beworben, bei einer Firma, die grade eine Videoautorin gesucht hat und, die, die war aber leider in Berlin und nicht in, Wien, wo ich damals noch gelebt habe. Und dann habe ich mich dort beworben, so von wegen: „In 'nem halben Jahr könnte ich nach Berlin ziehen und ich würde gerne“ und keine Ahnung. Und dann waren die so: „Ah, das ist so cool, was du uns hier geschickt hast und du würdest so gut ins Team passen, aber leider suchen wir jetzt jemanden und nicht erst in Mhm. 'nem halben Jahr.“ Und, ja, und dann, ist das irgendwie trotzdem passiert, dass ich mich bei denen gemeldet habe, als ich 'n halbes Jahr später dann doch nach Berlin gezogen bin. Und dann haben wir erst mal versucht, aus meinem Mangel an Charme über Sex zu reden, auf eine wissenschaftliche Art und Weise natürlich, ein Videoformat zu machen. Und, ja, dann haben wir irgendwie sogar 'n den ersten Film dazu gedreht und, dann habe ich dadurch die Leute in diesem Team kennengelernt und sie mich. Und das ist ein Videoteam, das ein, Teil einer etwas größeren, Firma ist, die Wissenschaftskommunikation betreibt, auf unterschiedlichen Levels. Also, wir Mhm. haben,
Printmagazine, wir haben 'ne Onlinepräsenz, wir haben alle möglichen EU-Aufträge, also ganz viel kommt da mit rein, spielt da mit rein. Es tut mir leid, hier ist 'ne Zikade anscheinend im Zimmer. Ich bin übrigens bei meinen Eltern in Griechenland grade und es ist sehr laut, wenn man Fenster aufmacht. Also, Ja, ich höre nichts. okay, Die gut, dann ignoriere ich die jetzt auch mal. Na ja, jedenfalls, war das eben so 'n zufällig habe ich dann die Leute kennengelernt und habe auch erfahren, dass in der Firma grade ein Volontariat offen ist. Mhm. Ich wollte natürlich als jemand, der schon so lange studiert hat und ja sowieso schon alles über Wissenschaft weiß, was man wissen kann und Wissenschaft sowieso schon kommunizieren kann, wollte ich natürlich auf gar keinen Fall 'n Volontariat machen, weil ich mir gedacht habe, so: „Okay, wenn ich jetzt noch eine Ausbildung Mhm. da drauf haue, dann bin ich ja die ganze Zeit nur am Ausbildungen machen. Okay, man bekommt schon irgendwie so 'n Gehalt, aber es ist natürlich kein Gehalt, das man mit 2 Masterabschlüssen dann erwartet hat. Mhm. Ähm, ja, und dann irgendwann habe ich mich doch darauf beworben, weil ich wirklich gerne in dieser Firma arbeiten wollte. Und dann habe ich diesen Volontariatsplatz bekommen und habe auch sehr schnell gemerkt, wie wichtig es war, dieses Volontariat zu machen. Weil ich bin auch gar nicht im Videoteam gewesen erst mal. Das war nur so zum Schluss des Volontariats 'n Teil davon. Mhm. Und, am Anfang bin ich eben so richtig zur Wissenschaftsjournalistin ausgebildet worden. Und Ja. Ich glaube, das das ist auch oft so 'n Missverständnis, oder? Das also, höre ich auch oft von Personen, die sagen: „Ja, ich denke drüber nach, vielleicht könnte ich ja in den Bereich gehen, weil ich habe ja schon publiziert, ich habe ja schon Paper geschrieben, also ja, Wissenschaftskommunikation, das ja. schüttle ich so irgendwie aus'm Ärmel.“ Aber du hast dann die Erfahrung gemacht: „Ne, ist tatsächlich nicht so.“ Es ist ganz was anderes. Mhm. Also, die Sachen, die uns im Master eingeprügelt wurden und wahrscheinlich im PhD ja umso mehr, dass man sehr genau und sehr, neutral und sehr spezifisch, was die einzelnen Wörter angeht und nicht zu viel Wörter und keine Emotionen da rein. Das musste ich alles wieder loswerden. Das musste ich alles wieder abtrainieren. Ich musste lernen, dass ich eben diese ganze das Schöne am Genau-Sein behalten, aber gleichzeitig trotzdem versuchen, das so zu verpacken, dass es interessant ist. Und zwar nicht nur für diese eine Mhm. Person, die es geschrieben hat oder diese 2 anderen Personen, die im gleichen Bereich ganz genau arbeiten, sondern für 'ne breite Öffentlichkeit. Und das ist gar nicht mal so leicht, wenn man so krass darauf trainiert worden ist, so genau zu sein, wie man es eben im Studium in den Mhm. Naturwissenschaften spezifisch wird. Also, es ist 'n sehr großer Unterschied gewesen, aber am Anfang, habe ich mich natürlich geärgert und dann habe ich mir gedacht so: „Ah, das brauche ich doch nicht.“ Doch, das habe ich gebraucht. Mhm, dann hast du also das Volontariat gemacht. Vielleicht magst du mal kurz beschreiben, was macht man eigentlich genau in 'nem Volontariat oder was hast du da gelernt, was du eben vorher noch Genau. nicht konntest? Also, egal in welchen Medien man arbeiten möchte, ob das jetzt Radio, Fernsehen, oder eben Print, Online-Redaktion, was auch immer, was für Redaktionen das sind. Jede von diesen Redaktionen wird höchstwahrscheinlich ein Volontariat wollen, wenn man nicht vorher schon eben, Erfahrung hat als Redakteur natürlich. Und, ein Volontariat ist quasi die 15-monatige bis 2 Jahre lange Ausbildung zu einem Journalisten in dem Fall. Und in der spezifischen Firma, in der ich war, war es natürlich alles rund um Biotechnologie, Bioökonomie. Mhm. Das heißt, wir hatten auch einen Themenschwerpunkt. Das hat mir natürlich sehr geholfen, weil ich nicht allgemein Journalist das kann man nicht so genau klassifizieren, aber ich habe da natürlich schon mein Fachwissen mit reinbringen können. Ich bin nicht komplett als Nuller da angekommen und musste dann irgendwelche Mhm. Events beschreiben oder, Mhm. irgendwelche Hochzeiten irgendwie beschreiben. Also, es war jetzt wirklich schon fachspezifisch. Mhm. Mhm. Und da habe ich, erst mal sehr lange, diese 15 Monate, mit 'n paar, ähm, Ausweichungen in andere Bereiche der Firma, um eben auch anderes kennenzulernen, in der, Redaktion gesessen von der Transkript und von der European Biotechnology, das sind eben 2 Magazine, die wir rausbringen. Mhm. Und das sind 2 Magazine, wo ich wirklich gelernt habe, auf unterschiedliche Art und Weise diese Informationen zu bekommen, Informationen zu verarbeiten,
Also, die Recherche ist ja natürlich erst mal das Mhm. Einfachste für jemanden, der schon, sehr viel in der Wissenschaft war. Aber natürlich ist es dann auch wichtig, nicht zu vergessen, dass sehr viele wirtschaftliche Aspekte damit reinspielen, was mich jetzt nicht ganz so glücklich gemacht hat, muss ich ehrlich sagen. Also, dass ich da sehr viel darüber geredet habe, welcher, es tut mir leid, alte weiße Mann einem anderen alten weißen Mann Geld gegeben hat, um irgendeine Technologie zu kaufen, worüber ich dann aber nicht so viel schreiben konnte, wie ich's gerne hätte. Also, es ging dann sehr um die wirtschaftliche und politische Richtung der Dinge, was aber ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, weil natürlich ist das auch die Technologie und die Wissenschaft, die dann am Schluss weiterkommt und die weiterverkauft wird. Und Mhm. ja, also es war sehr interessant und es war auch, 'ne sehr wichtige Zeit, finde ich, weil ich da wirklich sehr, sehr viel gelernt habe. Aber, danach habe ich eben, in der Firma Glück gehabt, dass ich dann doch in das Videoteam gekommen bin, das ich Mhm. ganz am Anfang wo ich mich ganz am Anfang beworben hatte. Mhm. Und, ja, und der Bereich ist natürlich ein bisschen mehr in der Öffentlichkeitsarbeit, würde man sagen. Wir haben nämlich Klienten, wie zum Beispiel das, Bundesministerium für Forschung, Technologie und, Raumfahrt oder die DFG oder sowas, die eben spezifische Projekte dargestellt haben wollen. Das ist dann kein Journalismus mehr in dem Sinne, weil es ist nicht mehr dieser kritische Blick der kritische, neutrale Blick darauf, sondern es ist von innen und ich versuche zu erklären, was die Mhm. spezifischen Projekte eigentlich machen und wieso und Ja, so weiter. ja. Vielleicht, gucken wir grad noch mal drauf, wie würdest du denn Wissenschaftskommunikation eigentlich definieren oder was fällt denn da eigentlich alles drunter? Weil das also, was du jetzt schon erzählt hast, klingt ja schon nach ganz, ja, unterschiedlichen Bereichen. Und es gibt noch viel mehr. Mhm. Also, ich finde, Wissenschaftskommunikation im Allgemeinen ist erst mal die Brücke vom Labor ins Wohnzimmer. Also, wie werde ich einer, egal was für eine Rolle im Alltag spielender Person, die Sachen erklären, die in meinem Labor passieren oder in dem Labor von jemand anderem natürlich. Und da fällt aber sehr, sehr viel drunter. Da fällt natürlich auch die Publikation von Fachzeitschrifts also Journal in Journalen, Mhm. drunter. Das Problem ist, dass das natürlich eine sehr spezifische Zielgruppe ist. Mhm. Und wenn wir aber die Zielgruppe etwas erweitern wollen, dann haben wir Menschen da drin, die nicht über dieses eine spezifische Peptid ganz genau Bescheid wissen und die nicht, diese ganz spezifischen Hormone kennen oder verstehen, wie sie funktionieren. Und diese Brücke muss man bauen, um zu erklären: „Okay, was habe ich in diesem Labor gemacht oder gesehen oder gelernt und wie ist das wichtig für jeden anderen Menschen?“ Und das Problem ist aber, nicht jeder andere Mensch ist das Gleiche. Da gibt's natürlich auch ganz viele unterschiedliche Zielgruppen drunter. Und, deswegen gibt's auch sehr viele unterschiedlichen Formen von Kommunikation, von Wissenschaftskommunikation, unter denen natürlich noch mal die Zielgruppen definiert werden können. Und da würde man eben Wissenschaftsjournalismus mit drunter zählen, Öffentlichkeitsarbeit, so PR, so wie zum Beispiel in Museen oder Mhm. NGOs oder irgendwelchen Ministerien. Dann gibt's die Online-Kommunikation, alles, was wir an Blogposts oder YouTubes oder, TikTok-Videos finden. Dann gibt's Citizen Science-Projekte, dann gibt's irgendwie Film, Video, Multimedia, Mhm. irgendwelche Live-Formate, irgendwelche Veranstaltungen, Science Slams, Kinderuni. Also, es gibt so viel, die MS Wissenschaft. Es gibt so viele Mhm. Möglichkeiten, Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Dann gibt's natürlich auch noch diese Bereiche, wo man in die Wissenschaftspolitik und Beratung reingucken würde, wo man eben Politiker dazu berät, wie es tatsächlich in der Wissenschaft was empfohlen wird und wie ist tatsächlich der Tenor dort. Lehre, Weiterbildung, Mhm. irgendwelche und die Kunst natürlich, das haben wir gerade eben schon angesprochen. So, man kann in Design und Kunst Sachen machen, also Illustration natürlich, irgendwelche Mhm. Bücher designen oder Daten visualisieren oder Comic schreiben oder eben Korallenriffe häkeln. Also, man kann wirklich in jedem Bereich Wissenschaftskommunikation betreiben. In dem Moment, wo ich irgendeinen wissenschaftlichen
irgendein wissenschaftliches Ergebnis weitergebe, ist das schon Mhm. Wissenschaftskommunikation. Und das macht es aber eben auch so schwierig zu erkennen, weil man denkt sich so: Was ist Wissenschaftskommunikation? Das ist alles, das ist so viel, das ist wirklich sehr umfangreich. Mhm. Das heißt, also, man sollte sich wirklich gut überlegen, so was also, wo möchte ich denn eigentlich hin? Was, Ja, ja, also, wo habe ich vielleicht auch schon gewisse Erfahrungen gesammelt? Also, ich kenne auch einige, die eben, ja, sehr interessiert waren an so grafischem Design. Wie kann ich denn genau. Darstellungen, wissenschaftliche Ergebnisse gut und verständlich darstellen? Also, da kenne ich auch einige, die sich da zum Teil auch selbstständig gemacht haben und eben wirklich so Illustrationen anbieten von wissenschaftlichen Ja, Themen. Ja, oder ist es vielleicht eher das Schreiben? Ja, liegt mir das Schreiben? Möchte ich Texte produzieren? Dann wäre genau. es wahrscheinlich eher Wissenschaftsjournalismus, oder geht's in Richtung PR, 'N Buch schreiben, man Marketing? kann 'n Ja? Sachbuch schreiben, man kann 'n Blogpost schreiben, man kann also, es ist so umfangreich und es ist man sollte auf das bauen, was man schon hat und das machen, was einem Spaß macht. Also, wenn ich jetzt als Kind gerne gebastelt habe, dann ist es vielleicht eine gute Idee, mit dem Fachwissen, das ich habe, dann irgend 'n Schmuck zu basteln, der in DNA-Form ist oder Proteine oder irgendwelche, Pathogene, was weiß ich, diese Mhm. Plüschtiere, die Pathogen-Plüschtiere, ist auch Mhm. Wissenschaftskommunikation. Und das ist halt so 'n spannendes Feld und man kann so kreativ damit werden. Mhm. Ja, wenn man jetzt sagt: „Okay, ich möchte in den Bereich, aber ich weiß noch nicht so genau, wie, ja, wie fange ich denn jetzt an? Wie steige ich ein?“ Was würdest du denn empfehlen? Ja. Das ist schwierig. Mhm. Also, das ist schwierig, weil es gibt natürlich Masterstudiengänge, die Wissenschaftskommunikation heißen. Es Mhm. gibt die ganzen Volontariate, um die wir sehr schwer drum rumkommen. Ich habe eine Genau, da kam Kollegin, die hat Journalismus mhm. studiert und die hat gemeint, dass sie auch 'n Volo eigentlich machen müsste in den Mhm. meisten, Bereichen, in die sie sich beworben hat. Und es ist 'n bisschen schwieriger, da reinzukommen, aber ich finde, Mhm. wenn man sich zeigt und diese Sichtbarkeit einfach die Möglichkeiten schaffen lässt, dann wird man auf seinen Weg finden. Man kann ja die Begeisterung zeigen und zeigen: „Okay, Mhm. hier möchte ich gerne arbeiten und ich kann schon das und das und das alles und das könntet ihr nutzen von Ja, mir.“ also, dass man auf alle Fälle, Ja, wenn man also von sich behauptet, man schreibt gerne und möchte eben auch gerne in den, Wissenschaftsjournalismus als Beispiel, dass man dann vielleicht natürlich schon mal 'ne eigene Webseite hat, Blogpost schreibt, dass zumindest schon mal sichtbar ist: „Ah, die Person schreibt ja wirklich, genau. produziert da Texte und, schreibt nicht nur wissenschaftliche Paper.“ Genau, vielleicht noch kurz zu dem Volontariat. Da ist nämlich eine Frage im Chat. Würdest du aus deiner eigenen Erfahrung sagen, dass ein Volontariat auch für die Richtung Öffentlichkeitsarbeit, PR, Marketing sinnvoll ist? Weil das ist natürlich finanziell vor allem nach einem Doktor schon 'n deutlicher Abstrich. Ja, Also, was ist denn vielleicht da auch deine Erfahrung? Auch so Einstieg mit Promotion, macht also, das noch ich mal 'n bin mir sicher, dass Unterschied? man Mhm. irgendwo vielleicht auch Glück haben kann und an irgendwelche PR-Stellen in Unis oder Museen kommen kann, die auch ohne, dass man jetzt 'n Volo drangehängt hat, das annehmen. Ich weiß es nicht. Ich kann's nicht bewerten, weil eben die Öffentlichkeits Arbeitenden, die ich bis jetzt so kennengelernt habe, sind eben aus dem Journalismus und aus einem Volontariat dann letzten Endes Mhm. gekommen. Auch obwohl sie natürlich vorher auch schon, fachwissenschaftlich, gearbeitet haben. Aber es kann natürlich dadurch, dass das ein sehr stark wachsendes Feld ist und jede Institution jetzt auch langsam merkt, dass sie unbedingt Wissenschaftskommunikation braucht, Mhm. glaube ich, dass es immer schneller oder einfacher werden könnte, bevor es dann wieder abflacht, dass man an solche Stellen rankommt. Allein dadurch, dass man eben schon an der Uni ist oder eventuell kennt man jemanden. Also, es hilft ja auch immer. Mhm. Gut. Aber es ist eben also, das mit dem Gehalt, das verstehe ich Ja. vollkommen. Das ist auch mein Problem gewesen damals. Aber dann habe Mhm. ich, eben also, ich habe im Nachhinein habe ich verstanden, warum ich's gemacht habe. Vorher habe ich mich wirklich 'n bisschen geärgert und habe mir gedacht so: „Okay, macht nichts. Ich mache das jetzt, weil Mhm. ich wirklich in diesen Bereich rein möchte.“ Aber eigentlich ist das finanziell nicht
tragbar. Also, es war kein Problem. Ich habe gut überleben können. Und Mhm. vor allem, ich war vorher auf BAföG, ne? Also, ich habe das Gefühl gehabt, ich werde reich. Aber es ist natürlich trotzdem 'n Ja. sehr großer Unterschied und die Erwartungen an einen Job nach dem Studium, besonders nach einem Postdoc oder nach einem PhD, sind Aha, natürlich ganz andere. ja. Also, das muss man sich dann natürlich fragen. Also, ist wie bin Ja. ich da bereit Aber ich würde es dazu? versuchen, weil Ja, was hat man zu genau. verlieren? Ja. Also, wir haben das ja auch in den vorherigen Karriere-Talks, jetzt auch schon oft gehört, so grad bei Wechsel in neue Felder. Also, ich glaube jetzt in fast jedem Talk war davon die Rede, dass es noch irgendwas zusätzlich gebraucht hat, ja, irgendwie 'n bezahltes Praktikum oder noch mal 'ne Weiterbildung, um dann, ja, in dem Bereich dann auch Fuß zu fassen. Also, Ja. was jetzt nicht heißen soll, dass es nicht auch ohne geht, aber Genau. Aber genau. ich glaube auch, dass das so seinen Vorteil hat. Auch wenn man zeigen kann, so: „Okay, ich bin nicht ganz so geradlinig hierher gekommen. Ich habe mein Mhm. Fachwissen, ich habe 'n sehr, sehr spezifischen Bereich sehr lange gearbeitet.“ Ich meine, besonders als PhD, Absolvent, man hat das Durchhaltevermögen bewiesen. Also, Mhm. da kann man sich wirklich nichts vorwerfen danach, ne? Also, man kann, wenn man sich da irgendwo bewirbt, weiß man und wissen meiner Ansicht nach auch die Leute, die dann nach, Mitarbeitenden suchen, ganz genau, was man an so jemanden hat. Mhm. Aber ich denke, hilfreich ist sicherlich, dass man eben auch zeigt, dass man eben nicht nur diese wissenschaftliche Seite mitbringt, sondern eben auch 'n Verständnis, davon hat, was auch die Anforderungen sind. Also, dass man eben nicht mit dieser Und ein Einstellung da Interesse daran, ja, ein genau, Interesse da das Interesse, ja. weil ich glaube, das ist so 'n großes Problem, dass eben weil das habe ich das Gefühl bekommen, als ich mich damals überall beworben habe, dass, Leute das Gefühl haben, dass Menschen, die so tief in der Wissenschaft schon Mhm. drinstecken, ja auf gar keinen Fall wieder da raus wollen und das kann ja gar nicht sein und natürlich willst du Akademikerin Ja, bleiben und ja. natürlich möchtest du da in dem Bereich weitermachen und das ist dann doch nur 'ne kleine Verschnaufpause für dich. Mhm. Ja. Das muss man eben auch irgendwie anders dann verkaufen können. Mhm. Das ist tatsächlich 'ne Frage, mit der man, glaube ich, oft, konfrontiert wird, wenn man ja, vor allem, wenn man dann auch noch promoviert oder vielleicht sogar noch 'n Postdoc gemacht hat Ja. und dann was anderes sucht, dass man eben diese Frage bekommt: „Ja, warum, wollen Sie denn jetzt nicht in der Wissenschaft bleiben?“ Und ich glaube, da ist es wirklich ganz wichtig, dass man 'ne Antwort auf die Frage hat, also umformuliert: „Ja, warum möchte ich denn jetzt in diesem Bereich? Warum Ja. möchte ich denn in die Wissenschaftskommunikation?“ Und dass es eben dann nicht so klingt nach: „Oh, na ja, jetzt, ist halt mein Vertrag ausgelaufen und irgendwie denke ich mir, Wissenschaftskommunikation kriege ich vielleicht hin, weil ich habe ja schon publiziert.“ Also, dass man Genau. wirklich zeigt, „Ne, ich will das wirklich. Ich habe hier schon Blogbeiträge geschrieben oder ich war schon immer aktiv bei, was weiß ich, Tag der offenen Tür hier, Outreach-Aktivitäten.“ Ja. Genau. Ja, und da kommt nämlich auch noch hier 'ne Frage oder Kommentar im Chat. Also, wenn ich schon ehrenamtlich Wissenschaftskommunikation, PR und so weiter, Social Media in die Richtung mache, dann wäre das schon mal 'n guter Anfang, oder? Oh ja, ein sehr guter Mhm. Anfang. Das zeigt auch einfach dieses Interesse, das langanhaltende Interesse Ja. an dem Bereich und das, finde ich, ist das Wichtigste, was dann Arbeitgebende dann wahrscheinlich auch davon überzeugt, dass sie sich darauf einlassen, jemanden zu nehmen, den sie voll überqualifiziert finden eigentlich. Ja. Und ich glaube, da kann man auch wirklich mal schauen oder auch so 'n bisschen kreativ werden, was es da für Möglichkeiten gibt. Also, vielleicht hat ja die eigene Arbeitsgruppe, ja, schon irgend 'nen Social-Media-Auftritt. Dann kann man ja vielleicht fragen, ob man sich da irgendwie einbringen kann. Oder vielleicht gibt's das noch gar nicht und vielleicht kann man sich dann anbieten, dass man sagt: „Hey, wollen wir nicht, hier präsenter werden? Ich würde, da jetzt mal die Verantwortung übernehmen, da was aufbauen, regelmäßig, was Genau. posten.“ Also, dass man einfach dann schon was hat, wo man zeigen kann: „Hey, ich Ja. bin hier aktiv in dem Bereich“, ja. Und das können auch andere Sachen sein, die direkt mit der eigenen Forschung zu tun haben. Science Slam über die eigenen Mhm. Projekte oder, eine Kinderuni-Teilnahme oder eben so 'ne Ausstellung irgendwo mitmachen, dass man irgendwo einfach zeigt, dass man da ist und dass man mitmacht. Mhm. Und das eben dann auch sichtbar machen dann Genau. möglichst. Ja, genau. Oh, Citizen Science ist auch so 'ne coole Sache, die man ja trotzdem gerne machen möchte. Also, Mhm. besonders so ich war in der Verhaltensforschung natürlich Mhm. sehr, äh
darauf angewiesen sozusagen. Ja, genau. Ja, was würdest du denn sagen, also, jetzt mal abgesehen von den zusätzlichen, ja, Kompetenzen, die man jetzt im Volontariat lernt, was bringt man denn vielleicht schon mit aus dem Studium oder aus der Promotion, wo man sagt: „Also, das kann man auf alle Fälle verkaufen?“ Also, wie gesagt, das Durchhaltevermögen auf jeden Mhm. Fall, die Fachkompetenz. Man kann und die mit Fachkompetenz meine ich auch noch nicht mal so: „Ah, ich weiß ganz genau über dieses eine Peptid Bescheid“, Mhm. sondern ich weiß, wie man Paper liest. Ich weiß, Mhm. wie man Paper versteht und ich weiß, ich kann das übersetzen an jemanden, der nicht so ein tiefes Verständnis hat wie ich. Und mit übersetzen meine ich natürlich auch nicht so dumm machen und klein machen und dann einfach nur so, so ungefähr, sondern Mhm. versuchen, das an die Zielgruppe passend zu designen sozusagen. Und Anzubringen. und das Mhm. ist meiner Ansicht nach ja etwas, was man im PhD schon gelernt hat, weil, wenn ich mich nicht irre, muss man ja in Deutschland auch, unterrichten während des PhDs, richtig? Das kommt so 'n bisschen drauf an, wo man den PhD macht. Also, Okay, meistens, wenn man an der Uni angestellt ist, gehört es oft dazu. Wenn man's, über 'n genau. Stipendium, finanziert, dann, muss man's Ja. meistens nicht Aber machen. das hat natürlich auch schon 'n Mhm. großen Vorteil, weil a andere Studenten, klar, die sind schon sehr viel interessierter als nur die interessierte Öffentlichkeit, aber andere Studenten und, Studentinnen sind natürlich auch eine andere Zielgruppe. Das ist nicht nur in der eigenen Arbeitsgruppe rumgewandert, sondern man hat versucht, dieses Wissen weiterzuvermitteln. Mhm. Und ich finde Okay. eben dieses Durchhaltevermögen, die Möglichkeit, das tiefe Verständnis von wissenschaftlicher Literatur und die Fähigkeit, anderen Menschen etwas zu erklären, ist ein sehr großes Plus meiner Ansicht nach. Mhm. Ja. Wir haben jetzt noch 'ne Frage im Chat und die zielt 'n bisschen eher ab auf deine, also, aktuelle Tätigkeit. Mhm. Vielleicht, steigen wir da noch mal 'n bisschen ein. Also, du bist ja Wissenschaftsredakteurin, Ja. wenn ich's genau richtig in Erinnerung habe. Und da kam die Frage, ich würde gern wissen, inwieweit du dir deine Projekte selbst aussuchen kannst oder Mitspracherecht hast. Oder wird dir das von deinem Arbeitgeber komplett vorgegeben? Also, vielleicht magst du mal 'n bisschen erzählen, also, was machst du denn? Also, was ist konkret jetzt eigentlich was sind deine Tätigkeiten als Wissenschaftsredakteurin? Wie muss man sich Ja, das vorstellen? also, ich kann ein bisschen, also, dadurch, dass ich die Redakteurin bin, kann ich zusammen mit meinen Kollegen natürlich, entscheiden nicht entscheiden, ein bisschen steuern, was unsere Kunden und Kundinnen natürlich gerne sehen wollen. Es gibt natürlich trotzdem immer schon eine Richtung, in die es gehen muss. Zum Beispiel, wird in unserer Firma, die Seite bioökonomie.de betrieben und die Videoabteilung machen eben Videos dazu. Und in diesem Fall muss es natürlich um Bioökonomie gehen. Mhm. Also, ich kann mir jetzt nicht aussuchen, so: „Hier, ich möchte jetzt über, keine Ahnung, Ventilatoren sprechen.“ Das geht dann nicht. Aber ich kann trotzdem, ähm, mir die bioökonomische Landschaft in Deutschland sozusagen angucken und wir machen dann Mhm. natürlich immer Vorschläge am Anfang des Jahres und sagen: „Okay, so ungefähr könnten wir uns das vorstellen. Das wären interessante Themen. Diese Themen sind ein Fächer an bioökonomischen, Projekten, die vielleicht, gut darstellen könnten, was momentan in Deutschland so passiert.“ Und das ist natürlich eine Möglichkeit, da ein bisschen mitzureden und dann spezifisch, wenn die Projekte schon entschieden worden sind von dem Ministerium in dem Fall, dann kann immer noch gesagt werden: „Okay, wir wollen jetzt dieses eine Projekt machen. Mhm. Wie stellen wir das dar? Wie machen wir den Mhm. Film? Was ist der Schwerpunkt? Ist die Person, die dieses Startup gegründet hat, das der Schwerpunkt oder ist die Wissenschaft dahinter der Schwerpunkt? Ist das Mhm. Labor der Schwerpunkt?“ Also, dann muss man die Geschichte ja natürlich auch noch ein bisschen verändern und das, gilt allgemein, also, sogar wenn wir ein sehr festes Thema haben und ich finde, das gilt eigentlich mehr oder weniger überall in der Wissenschaftskommunikation, auch mit 'nem spezifischen Thema gibt's natürlich unterschiedliche Blickwinkel Mhm. darauf und die lassen sich teilweise ein bisschen flexibel einstellen und teilweise sind sie natürlich auch abhängig von der Zielgruppe. Also, diese Zielgruppen
die Zielgruppe darf man nie aus dem Auge verlieren. Das Mhm. ist das Allerwichtigste in der Wissenschaftskommunikation Mhm. insgesamt, weil natürlich kann ich nicht irgendein Start-up einem Zwölfjährigen so erklären, wie ich es irgendeinem 25-Jährigen, der selber sich schon mit irgendwie Startups beschäftigt hat oder mit Bioökonomie und Mhm. Bioökonomie studiert, erklären. Das ist natürlich nicht das Gleiche. Genau, und solange man eben die Zielgruppe im Blick hat, kann man den Winkel, aus dem man diese Geschichte erzählen, immer ein bisschen verändern. Das ist Mhm. der kreative Part daran. Mhm. Und Und dann dann eben im Privaten bin ich ja auch noch Wissenschaftskommunikateurin und dann kann ich machen, was ich will. Also, da kann ich irgendwelche Videos machen, wie ich sie will und irgendwelche Themen aussuchen, wie ich sie will, aber das bringt alles bis jetzt und noch lange nicht, kein Geld. Mhm. Und also, wenn ihr dann die Videos also, dann die Themen, ausgewählt habt also, ihr habt dann wahrscheinlich irgend 'ne Art von Plan, so was soll wann welches Video soll dann erscheinen und Ja. wie arbeitet ihr dann zusammen? Also, sind ja wahrscheinlich mehrere Leute dann auch beteiligt, oder ist das dann nur eine Person, die dann die Videos dreht oder wie funktioniert das? Ne, genau. Also, wir sind, bei uns im Team sind wir momentan 2 Redakteure slash Regie slash Mhm. Produzenten, wir machen so alles. Und dann gibt's natürlich noch, Kameramänner und Mhm. Schnittmänner. Bei uns tatsächlich nur Männer, aber Mhm. wenn ihr Schnittfrauen und Kamerafrauen kennt, gerne Bescheid. Ähm, genau, also genau, und dann haben wir eben, immer so 'n mindestens 3-Personen-Team, das dann irgendwo hinreist an das Mhm. spezifische Forschungsinstitut, an das Start-up, an die Arbeitsgruppe, und dann machen wir 'n Film daraus. Genau. Und dann muss das eben alles so 'n bisschen koordiniert werden, so terminlich halt. So 'n Drehtag ist natürlich lang und, Mhm. alle Leute müssen irgendwie ihre Arbeit fertig bekommen. Und das meine ich ja nicht mal über uns, sondern eben auch die, Labore. Du kannst teilweise Mhm. nicht einfach entscheiden, so: „Okay, jetzt unterbreche ich mal dieses Experiment für 'ne Weile und dann gucken wir mal.“ Aber das ist das Gute daran, dass man eben sehr flexibel ist. Wir müssen uns halt früh genug melden und dann versuchen, das alles so zeitlich zu koordinieren und der größte zeitliche Aufwand ist danach auch im Schnitt. Mhm. Aber es klingt sehr vielfältig. Also, ich muss mir Ja, überlegen: „Okay, um was geht's eigentlich?“ Ich muss Recherche machen, Themen festlegen, dann tatsächlich, ja. ja, die Interviews dann führen, drehen und dann hinterher, Genau. ja, Und man würde auch davon spannend. ausgehen, Mhm. dass man sich so vorher eigentlich als Redakteurin dann keine Gedanken darüber machen muss, weil der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin, die wissen ja schon genau, woran sie forschen und die können das ja genau erklären. Ja, aber ich muss es vorher verstanden haben, bevor ich da hingehe, weil es kann sein, dass diese Mhm. Person nicht unbedingt ein guter Wissenschaftskommunikateur oder eine gute Wissenschaftskommunikateurin ist. Und Mhm. ähm das bedeutet nicht, dass sie keine guten Wissenschaftlerinnen sind, sondern dass es eben so dass man zu tief in seiner eigenen Materie drinsteckt und dass man dann nicht sieht, dass das vielleicht nicht so ganz verständlich ist und dass man 'n Schritt zurück Mhm. machen muss. Also, das Problem haben wir natürlich zum Glück selten, aber trotzdem muss man dann, ne, gezielte Fragen stellen, selber schon verstanden haben, worum geht's und was möchte ich eigentlich sagen in diesem Film, was nicht von denen aus gesagt wird. Die sind wirklich die Protagonisten. Die Mhm. stehen dann da und performen. Okay, und du musst dann wirklich versuchen, dann, ja, dass das dann eben auch verständlich, ja, und Genau. zielgruppengerecht dann eben auch rüberkommt. Ja. Ja, es gab noch hier 'ne kleine ergänzende Frage und zwar, würdest du den Job auch jemandem anraten, der die nicht 100% grammatikalisch super aufgestellt hat ist oder genau. Ich finde den Job zwar sehr spannend, aber habe immer etwas Bedenken, dass das eine Hürde sein könnte. Also, wahrscheinlich so die sprachliche Kompetenz. Also, grundsätzlich ja. Ja, jeder und jede kann Wissenschaftskommunikation machen. Ich finde, dass es 'n sehr vielfältiges Feld Mhm. ist, aber trotzdem, ich finde, dass es sehr vielfältig ist und dass man sehr viele unterschiedliche Bereiche davon beleuchten kann. Und es gibt nicht nur Wissenschaftskommunikation auf Deutsch oder nur Mhm. Wissenschaftskommunikation für diese eine spezifische Zielgruppe. Es gibt so viele unterschiedliche und jede Stimme wird irgendjemanden finden, der genau an dieser Stimme interessiert ist. Und das ist meiner Ansicht nach das Allerwichtigste, dass man so viele Menschen wie möglich daran Mhm. interessiert bekommt, was Wissenschaft so alles zu bieten hat. Das ist okay, ich bin vielleicht ein bisschen voreingenommen, weil ich ein bisschen sehr begeistert bin von Wissenschaft, aber es ist einfach
also, ich finde, jede einzelne Stimme zählt und ich glaube, dass man natürlich auch sehr viel dazulernt sehr schnell und dass man Mhm. sich selber nicht unter Wert verkaufen sollte, vor allem nicht vorher schon. Mhm. Okay. Ja, in Anbetracht der Zeit würde ich, dann auch noch mal wir haben jetzt zwar schon 'n paar Fragen hier, aufgegriffen, aber wenn noch mehr Fragen da sind, würde ich jetzt mal sozusagen offiziell hier die Fragerunde eröffnen. Also, wenn es noch Fragen gibt, die ihr der Margarita stellen wollt, also alle, die hier live dabei sind, dann könnt ihr die gerne in den Chat schreiben und, während ihr schreibt, vielleicht noch 'ne Frage so an dich, Margarita. Was hättest du denn vielleicht gern schon früher gewusst über Wissenschaftskommunikation? Dass es 'n echter Job sein kann. Ah, Also, ja. ähm, ja doch. Also, ich für mich persönlich wäre es toll gewesen, wenn ich's früher gecheckt hätte, dass Mhm, Wissenschaftskommunikation ein echtes Feld ist und dass es 'n echter mhm, Job ist. Und das, was ich gerne, insgesamt, ähm, wollen würde, wäre, dass man früher merkt, wie wichtig Wissenschaftskommunikation ist. Also, sogar wenn man nicht selber in der Wissenschaftskommunikation tätig ist, dass man das nicht vergisst, auch nicht als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin im Labor sollte man nicht vergessen, dass die Kommunikation eben auch ein sehr wichtiger Aspekt davon ist, weil, n nicht nur eine Publikation zählt, mhm. sondern eben auch die Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit. Ja, das ist vielleicht auch noch mal wirklich 'ne wichtige Message, also an alle da draußen. Also, es können, auch wenn man das jetzt nicht, hauptberuflich sozusagen macht, Genau. auch als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, ja, bin ich ja auch Wissenschafts ja, Kommunikateur, Ja, und, ja, sollte da auch dazu beitragen, dass Wissenschaft, ja, erklärt wird, gesehen wird, und ja, vielleicht mich auch bereit erklären, dass ich sage: „Hey, ich lasse mich mal interviewen, von 'nem Journalisten, 'ner Journalistin, bilde mich vielleicht ja. auch weiter, dass ich, einfach auch in meiner Tätigkeit als Wissenschaftlerin, ja, besser noch vielleicht Ideen kriege, wie kann ich da vielleicht noch aktiver werden?“ Und ganz am Anfang schon nicht Mhm, herabwertend werden, wenn irgendjemand von der PR-Abteilung der Uni ankommt und sagt: „So, ich muss jetzt irgendwas hierzu schreiben. Was macht ihr denn mhm, grade?“ Und dann denkt man sich so: mhm, „Pf, was bist du denn für 'n Loser, dass ich jetzt dir auch noch alles erklären muss?“ Das ist ja zählt ja auch mhm. schon dazu. Ja, also, dass man einfach wirklich bereit ist, Ja. ja, das auch zu teilen. Ja, jetzt kamen hier 2 Fragen, die sind genau ein bisschen miteinander verwandt. Und zwar geht es um die Frage des Gehalts. Was verdient man denn so in der Wissenschaftskommunikation? Also, wenn du dazu was sagen möchtest, musst ja nicht dein konkretes Gehalt teilen, aber vielleicht, dass man mal so eine grobe Vorstellung hat. Gibt's Ich wahrscheinlich auch eine sehr große Spanne, vermute ich Es mal. ist 'ne es und vor allem kenne ich die Spanne nicht mal, Mhm, weil es natürlich sehr viele Jobs sind. Also, 'n Journalist ist die eine Sache, dann gibt's natürlich, keine Ahnung, Videoredakteure, dann gibt's, Menschen, die Lehre machen oder Wissenschaftspolitik und Beratung oder irgendwelche es ist sehr umfangreich. Ich kann auch mein genaues Gehalt sagen, mir ist das egal, aber das ist ich weiß nicht, wie repräsentativ das ist, aber ich verdiene mhm, momentan, äh, um die 3.800 € brutto. Und das ist so ungefähr der Mittelwert, würde ich sagen, von der Spanne, aber eben nur in meinem spezifischen Bereich. mhm. Ja. Da kann man vielleicht auch, wenn man sich für bestimmte Firmen interessiert, vielleicht auch mal auf, entsprechenden Webseiten auch noch mal So, gucken. genau. Es sind ja auch oft, genau, dann auch so Gehaltsspannen dargestellt. Ja. Genau, Ne, so es gibt ja auch ja. dieses Kununu oder Glassdoor und so, da Mhm, kann man ja irgendwie relativ spezifisch schon was finden, genau, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie aktuell die Daten sind. ja. Aber da kann Ähm man auf alle Fälle mal gucken. Genau. Aber wenn ihr irgend Genau. 'n spezifisches, Feld im Blick habt, dann kann ich vielleicht auch helfen bei der Recherche, ich weiß nicht. Mhm. Genau, dann kam noch 'ne Frage, du hast ja vorhin schon gesagt, dass ihr dann für die Videos dann auch, natürlich, vor Ort zu den Instituten fahrt.
Und da kam jetzt noch 'ne Frage: Wie stark ist man denn, oder jetzt insbesondere auch du, grad örtlich gebunden? Sind Reisen Teil vom Beruf oder bleibt man in der Redaktion? Also, es hat vorhin sich schon so angehört, als ob du auch, Ich reise viel. unterwegs bist. Ja, wie Ja. kannst Also, du was ich sagen, was reise der Anteil viel, ist? Mhm. man ist viel oder nicht man, sondern wir sind Hm. viel unterwegs, aber es gibt natürlich andere Bereiche in der Wissenschaftskommunikation, wo das sehr viel weniger passiert, ne? Wenn ich jetzt, als ich damals das Volontariat gemacht habe und, in der Printredaktion war, da bin ich überhaupt nicht oder da bin ich so auf 'n paar Konferenzen und so auf 'n paar Journalistenreisen, gewesen, aber das waren jetzt irgendwie 2, 3 im Jahr, das war nicht so dramatisch. Aber es hängt, glaube ich, sehr von dem Arbeitgeber ab und von, dem Bereich, in dem man arbeitet. Also, es ist sehr unterschiedlich. Und ich bin mir auch grade nicht so ganz sicher wie wie die aktuelle so Homeoffice-Regularien sich verändern. Das ist ja nämlich die ganze Zeit so 'ne Diskussion so: mögen wir Homeoffice oder mögen wir Homeoffice nicht?“ Ja, Und das ja. verändert sich natürlich auch bei uns, permanent in der Mhm. Diskussion. Ja. Aber das ist, denke ich, auf alle Fälle was, wo man natürlich im Vorfeld dann auch, Ja, aber schauen es ist sollte eben oder dann sehr, in dem sehr Ja, ja, genau, ja, im Bewerbungsgespräch, dass man dann auch wirklich guckt: „Okay, wie viel bin ich denn bereit zu reisen und wie sind denn da konkret, bei genau. dem Arbeitgeber, eben dann die Bedingungen?“ Ja. Ja, dann gibt's noch 'ne Frage. Hast du einen Tipp, wie man potenzielle Arbeitgeber in die Richtung findet oder auch Plätze fürs Volontariat, so im wissenschaftlichen Bereich? Also, Volontariat man kann direkt nach Volontariat suchen und dann Mhm. findet man alle möglichen Seiten, die eben Volontariate anbieten. Ich würde gucken, dass ich hm wenn man zum Beispiel daran interessiert ist, in einem Museum zu arbeiten, dann kann man ja zum Beispiel auch bei denen gucken, ob die Volontariate anbieten oder ob die, vielleicht irgendeine Person, die man so, ne, schon kennt auf LinkedIn, Mhm. dass man die mal anschreibt und fragt: „Okay, was bräuchtet ihr denn eigentlich, damit ich in diesen Bereich reinrutschen kann und wie haben das andere Leute gemacht, die bis jetzt bei euch gearbeitet haben?“ Und ich glaube, da sind auch Arbeitgebende sehr dankbar drüber, wenn sie, ihre eigenen Bedürfnisse irgendwie gesehen fühlen. Ähm, ja, also ich glaube, man muss eben gucken, in welchem Bereich möchte ich arbeiten, was für Firmen gibt es in dem Bereich. Wenn das jetzt so eine 'ne Agentur ist wie bei uns zum Beispiel, dann kann man, auch über YouTube zum Beispiel gucken, bei spezifischen Kanälen, wenn das jetzt nicht Mhm. irgendwelche krassen Kanäle sind, die wirklich nur so 'ne eigene Agentur haben um sich rum haben, dann gibt's, oft in den, Beschreibungen unten drin so: Mhm. „Ja, das wird von der und der Firma, beauftragt“, oder man guckt in die Projekte rein, welche Firmen das eigentlich gemacht haben. Das ist, 'n bisschen Recherchearbeit, aber darin sind wir ja gut. Mhm. Ah ja, dass man wirklich so mal so 'n bisschen das Kleingedruckte sich anschaut und guckt so: „Wer hat denn eigentlich dieses Video Ja, genau. dieses Wer hat so ganz Werbevideo am Schluss für“ diese Kunden, die niemand mehr guckt, was steht denn da? genau. So, wer hat das gemacht? Und Ja. wenn das die gemacht haben, was machen die sonst noch so? Und Mhm. wo gehören die dazu? Oder von welcher Ja, Firma werden die beauftragt? ja. Oder Also, einfach wirklich mal so 'n bisschen Recherche und, was ich da auch immer sehr empfehlen kann, ist, dass man auch LinkedIn ja, natürlich nutzt als ein Beispiel. Da ist es ja auch so, wenn man da nach 'ner bestimmten Firma dann sucht, dass man dann auch also, man kommt dann immer so Stück für Stück weiter, weil dann kriegt man, okay, wieder Empfehlungen. Also, du hast dir diese Firma angeschaut, hier sind vielleicht noch mal 10 Vorschläge, genau. ähnliche Agenturen, Firmen in die Richtung. Also, ich glaube, man muss da wirklich dann Seinen aktiv werden Algorithmus und trainieren. genau, und so für sich selber auch, dann zum Experten oder Expertin werden, so Ja, ja, ja. in diesem Bereich, ja, Ja, aber es ist eben genau. so ein breites Feld, da kann man nicht so eine spezifische Antwort geben. Aber ich glaube, wenn man eben weiß, ich möchte gerne in 'nem Museum arbeiten, dann gucke ich mir eben ich spezifisch jetzt in Berlin alle Museen an, die irgendwas mit Wissenschaft zu tun haben und dann versuche ich, deren Seiten zu durchforsten. Erstens nach Jobs natürlich, aber zweitens auch danach, was für Unternehmen haben sie beauftragt, um diese Ausstellung zum Beispiel Mhm, zu bauen oder um, diese Veranstaltung zu organisieren. Und das ist dann, ja. eigentlich sehr aufschlussreich. Man kommt da schon hin. Mhm. Okay, dann gab's noch 'ne Frage, auch wieder zum, Volontariat. Hast du Erfahrung, ob es die Möglichkeit gibt, ein verkürztes Volontariat zu machen? Also, wenn man
zum Beispiel schon theoretische Kenntnisse in den Bereichen Social Media Management und Online-Redaktion aus Weiterbildungen mitbringt? Ich habe ein verkürztes Volontariat gemacht, weil ich Mhm. eben auch schon Erfahrung hatte in der Wissenschaftskommunikation, aber das Verkürzte ist schon diese 15 Monate. Also das ist das Minimum, was man machen kann. Mhm. Und, einige Unternehmen lassen sich darauf ein, dass man eben diese verkürzte Zeit macht und andere nicht wirklich, weil für die ist natürlich auch 'ne günstige Arbeitskraft für 'ne lange Zeit. Mhm. Ja. Ja, aber es gibt diese Möglichkeit zur Verkürzung gibt's und das sind dann eben aber trotzdem immer noch die 15 Monate. Mhm. Was wäre die übliche Zeit noch mal? Waren das 3 2 Jahre, Jahre oder 2 Jahre? Mhm. genau. Okay. Gut, dann sehe ich jetzt erst mal keine weiteren Fragen hier im Chat. Ja, dann würde ich sagen, herzlichen Dank, Margarita, dass du da warst und Danke auch. ja, hier Einblicke gegeben hast in deinen Karriereweg und in deine Tätigkeit. Vielen Dank Danke, dass ich da und sein durfte und danke für ja, eure Zeit. ich freue mich wirklich sehr. Und ihr Gut. könnt euch auch Mhm. gerne jederzeit über LinkedIn zum Beispiel melden, wenn noch irgendwelche weiteren Fragen aufkommen. Das ist überhaupt kein Problem. Und Genau. allgemein, wenn ihr irgendwelche Wissenschaftsredakteure kennt, fragt sie. Sie werden so gerne gefragt. Wir alle Wissenschaftler reden wir so gerne über unsere Arbeit. Genau, das ist noch 'n wichtiger Hinweis. Also, genau, LinkedIn, vernetzt euch mit Margarita oder genau, schreibt sie an, wenn ihr dann noch mal Fragen habt oder auch andere Personen natürlich Genau. in dem Bereich. Also, werdet da einfach aktiv, wenn ihr sagt, das ist 'n Bereich, in den ihr gerne wollt. Ja, dann verabschieden wir uns hier in dem Karrieretalk, oder mit dem Karrieretalk in die Sommerpause und es geht dann im September weiter. Ich werde dann wieder alle Infos auf LinkedIn teilen, also folgt mir auch gerne, wenn ihr da Updates wollt oder, abonniert dann auch einfach den YouTube-Kanal oder eben auch, Spotify für die Audioversion. Dann einen schönen Abend und bis bald.